Und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar ist es mal wieder ein bisschen länger her. Das ist wieder seitdem das letzte Video online gegangen ist. Heute kommt das nächste und ich würde sogar sagen, wir starten sofort rein, labern also gar nicht so lang rum. Es spielt heute der Falke mit dem König Ludwig und seiner Burg Nummer 3. Da kann ich euch schon mal ein bisschen wieder was erzählen, wie die Burg halt ist. Gegen Inquisitor und Skorpion auf Grumpy Neighbors mit 4000 Gold und wir gehen rein. So, also, ich habe nämlich was zu berichten. Die können ja jetzt hier erstmal weiter aufbauen. Ihr seht es, glaube ich, hier schon beim Falken. Und zwar hatte ich am Freitag quasi, also diese Woche Freitag, heute ist ja Sonntag, beim Zeitpunkt der Aufnahme, mit Crusader Pilaf ein kleines Gespräch geführt, wo er mir gezeigt hat, wie man das hinkriegt, dass man mit der AIV und so ein bisschen auch mit AIC die KIs halt steuern kann. Und ja, in dem 1 vs 1 gegen den Skorpion hat ja der Falke sehr abgeloost. Und man sieht es, denke ich, auch schon hier, dass er jetzt mehr Slinger hat. Ich habe ihn nämlich jetzt als erste KI Skorpion sicher gemacht. Zumindest in manchen Fällen. In manchen Fällen kriegt das an immer noch nicht geschissen. Aber gut, das ist dann halt so. Aber ich denke, in 9 von 10 Fällen kriegt er jetzt vermutlich, es ist immer noch nicht 100% sicher mit dem Falken hier. Deswegen braucht er auch so ewig, bis er mal weitermacht, weil ich ihm halt gesagt habe, er soll halt erst sein ganzes Gold für die Sorties ausgeben, damit er halt gegen frühe Angriffe gewappnet ist. Und deswegen hat er jetzt hier mehr Sorties bekommen und ja, dafür aber auch ein bisschen weniger Horse Archer in seinen Patrol Units da quasi. Und ja, er baut sich deswegen auch relativ langsam auf, aber somit ist er halt endlich mal sicher gegen frühe Rush-Angriffe von Skorpion, von Hyäne, ich will den halt so bauen, dass er halt im Early Game quasi überlebt und dann auch austeilen kann und im Late Game quasi nur noch Beiwerk ist quasi, Also ein bisschen rated und so weiter, aber wenn halt Target Choice Balance da ist, wie beim Inquisitor, dann ist halt mit ihm auch Geschichte. Damit er das so ein bisschen versteht, warum der jetzt so lange braucht, bis er sich aufgebaut hat. Hat jetzt auch ein Bildintervall von 2. König Ludwig auch. Da ist aber noch was anderes gemacht worden. Das erzähle ich euch gleich. Jetzt kommt erstmal der zweite Angriff vom Skorpion und wir gucken den gleich mal an, wie der denn jetzt funktioniert oder auch nicht funktioniert. Ich hoffe, dass es überlebt. Weil, wie gesagt, manchmal überlebt das, manchmal überlebt das nicht. Das ist immer so eine Sache an sich. Und ich glaube, jetzt ist der Fall... oder? Nee, er überlebt's. Okay, er ist zwar ein bisschen angekratzt, aber er überlebt's gerade so, glücklicherweise. Somit ist zumindest eine KI Skorpion sicher. In König Ludwig hatte ich so gedacht, ob ich das auch... Oder habe ich mir so überlegt, ob ich das auch mache, dass er halt erst seine Sorties ausbildet und danach halt sein ganzes Gold für das ganze andere Zeug. Aber wenn ich jetzt jede KI gegen Rush-Angriffe sicher mache, dann bringen ja die KIs eigentlich nicht. Und nach dem zweiten Angriff, oder nichts mehr, und nach dem zweiten Angriff ist der Skorpion quasi mehr oder weniger nutzlos. Jetzt im groben Sinne gesehen. Und deswegen habe ich es bei ihm gelassen. Er bildet zwar jetzt auch relativ, oder die KIs bilden ja immer zuerst die Sorties aus, aber er hat jetzt hier
nicht den Fokus bekommen, dass er halt zuerst seine Sorties ausbildet, sondern mit in die Verteidigung reinballert. Da sieht man ja hier auch, dass er schon die ganzen Türme hat, weil er sein Gold auch mit für die Steine ausgibt. Er ja nicht mehr. Und genau, also er kriegt nur noch das Stein, was er halt von den Steinbrüchen hier erwirtschaftet quasi. Und ansonsten ist er halt, ja, auf sich alleine angewiesen oder so, ne? Also auf seine Truppen halt quasi angewiesen. Gott, es ist schon spät, es ist Sonntag, ich war heute schon 9 Stunden arbeiten, also entschuldigt mich bitte, dass ich da vielleicht ein bisschen wirres Zeug rede, ne? Genau, wir gucken uns auf jeden Fall Burg 3 an, vom König Ludwig, nur, und schauen einfach mal, wie es hier läuft. Ich habe es natürlich wieder vorher getestet, aber ich sage wie immer nichts, denn ihr solltet es ja selber erfahren, wie es so läuft. Ich hoffe, dass auch das Video allgemein nicht so lang geht, weil es schon später am Sonntag ist und ich nicht mehr so viel Zeit habe aufzunehmen, leider. Nee. Jetzt kommt hier Inquisitor raus mit seinem Belagerungsturm. Der legt sogar an. Okay. Er hat hier ein paar Schwertkämpfer. Hilft er hier ein bisschen mit? Er hilft ein bisschen mit, ja, aber wahrscheinlich nicht viel. Eine Nachricht vom Falke. Nun schauen wir doch einmal, ob ihr mich mit so einer mickrigen Armee schlagen könnt. Aber das ist natürlich dann, ja, bisschen doof. Aber ich wollte halt euch zeigen, dass da jetzt ein bisschen Raid oder Rush sicherer ist. Und hier kommen auf jeden Fall, er kriegt sogar den Angriff hier abgewehrt, glaube ich, durch seine ganzen Slinger. Wir kommen jetzt noch ein paar Schwertkämpfer vom König Ludwig mit dazu. Aber die, ja, verstromen sich jetzt hier alle unten in die Burg und somit bringt es, glaube ich, dann auch nicht mehr so viel, oder? Aber wo steht er? Wo steht er? Wo steht er? Da vorne steht er. Ne, das ist doof. Dass er da vorne steht. Eine Nachricht vom Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Ja, gut. Also, dass er seine Sorties darunter geschickt hat, war Eine wahrscheinlich Nachricht nicht. vom Skorpion. Meine Intrigen tragen Früchte. Ein Widersacher ist meinen Plänen zum Opfer gefallen. Ja, war wahrscheinlich nicht ganz so schlau von ihm. Ja, somit ist König Ludwig wieder auf sich alleine gestellt, aber der hat seine Burg fertig gebaut. Somit können wir ein bisschen, oder kann ich euch ein bisschen was von der Burg erzählen. Hat ja hier vorne eine ganz gute Front, sage ich mal. Diesmal habe ich auch drauf geachtet. Glaube ich, ja. Denke ich, dass die Burg hier nicht so viele Wassergräben mit dem, also wo der Wassergraben nur eins breit ist, quasi, also ein Feld hat. Die Burg ist eine Besonderheit, denn viele hatten ja gemeint, er braucht unbedingt eine dritte Waffenkammer. In der Burg mache ich es nicht. Ne? In der Burg hat er ein Lager mehr, also ein Vorratslager, aber eine Waffenkammer weniger. Somit ist klar das Potenzial hoch, dass die Waffenproduktionen irgendwann dann mal stillstehen, weil halt hier voll ist. Ne? Das ist halt so die Besonderheit. Oder was heißt die Besonderheit? Das ist halt einfach so die Überlegung von der Burg 3. Alle anderen Burgen kriegen dann 3 Waffenkammern. Ne? Dass man da so ein bisschen Abwechslung hat und nicht jede Burg ist gleich. Ja, ja. Genau. Er hat 1, 2, 3 frontale große Türmen mit 2 Ballisten und einer Mange. Ein Tower 5, der auch nicht hier umschlossen ist. Also wenn der angeböllert wird von Triebocken oder Katapulten, geht er halt schnell kaputt. Es ist auch möglich, glaube ich, hier vorne den Belagerungsturm anzulegen und dann hier über die Mauer und über die Treppe halt hier rumzulatschen, quasi.
Ja, dann hier hintenrum spärlich besetzt, ne? Die Arme hier rechts, ein kleiner Fortsatz quasi und hier links so ein kleines Dingens. Hinten, ja, bisschen mit niedrigem Wall gespielt und hier unten, hinten ist er halt immer nackig, ne? Also nur mit ein paar Bogenschützen und hier ein paar Armbrustschützen drauf. Aber ansonsten, ja, ist da nicht viel los. Ich habe auch bei der AIC so ein bisschen was geändert vom König Ludwig, dass er jetzt diesen Attack Max Default Wert, heißt er glaube ich, in der AIC, habe ich runtergesetzt auf 100. Standards sind ja 200. Und das bewirkt, dass da hier jetzt ein bisschen mehr auf Armbrustschützen geht erst und ein bisschen mehr auf Buddeltruppen. Wenn er denn Buddeltruppen ausbildet, wenn nicht, dann ist klar, bildet er keine aus und die gehen mit in die anderen Posten mit rein quasi. Aber ja, er hat einen relativ großen Burgteich drumherum. Und ansonsten ist eigentlich bei der Burg jetzt nichts viel anderes. Hier drin noch ein bisschen, das werde ich mir wahrscheinlich wieder aufschreiben, dass ich das hier noch ein bisschen auflockere, die ganze Anordnung von den Gebäuden quasi. Aber das ist an sich Burg 3. Er hat vor allem auch nicht den vollen positiven Angstfaktor. Der hat ja normalerweise 4. Genau, 4. Und hier bei der Burg hat er nur 2. 2 plus Punkte, 2 plus Sternchen oder so. Aber man sieht es, denke ich, auch hier dann, dass die Schwertkämpfer dann nicht allzu viel aushalten. Sie halten zwar immer noch mehr aus, als wenn sie hier jetzt mit neutralen Angstfaktor hier gegen voll negative Armbrustschützen kämpfen, aber ja, ist halt aber auch noch ausbaufähig, ne? Und er braucht halt sehr viele Nahkämpfer, damit er da mal durchkommt. Ansonsten, ja, ein paar Fähnchen und so weiter, die auch erwähnenswert sind, weil Fähnchen braucht ja jeder, ne? Ich laufe auch immer mit meiner Fahne draußen rum, damit jeder weiß, da wohin ich gehöre halt quasi. Alter, ich laber einen Müll. Und ja, genau. Jetzt kommt hier Inquisitor, der Belagerungsturm, fährt hervor. Das würde ich gerne mal wissen. Er braucht ja 3 Felder, ne? Zum Anlegen. Das sind hier 4. Also theoretisch könnte da anlegen, oder? Aber er will nicht. Na gut, dann will er halt nicht. Dann spulen wir hier ein bisschen vor. König Ludwig wird immer auf den Inquisitor gehen, weil der ja Closest hat und das ist ja immer dann die nächste KI quasi. Wird ja nie auf den Skorpion gehen. Muss er an sich auch nicht, weil man hat es ja auch gerade gesehen, die Angriffe vom Skorpion verpuffen einfach so schnell. Es ist ja krank. Ja, und deswegen braucht er da auch nicht drauf gehen. Muss halt seine Schwertkämpfe halt skalieren, damit er dann irgendwann mal hier beim Inquisitor durchsprechen kann. Von der Truppenqualität hat er auf jeden Fall ein deutlichen Bonus quasi durch seinen positiven Angstfaktor und dadurch er ja auch nur reine Schwertkämpfermassen vorschickt. Inquisitor hat ja hier auch noch Mönche, genau, Mönche heißen die. Jetzt ist er hier durchgebrochen wegen seinem Triebock oder so. Ich weiß es gerade gar nicht. Oder haben sie sich hier aufgeschossen? Ich weiß. Ja, keine Ahnung. Ja. Ist auf jeden Fall eine Burg vom Inquisitor, wo der keinen Doppelring hat. In manchen Burgen hat er ja so einen kleinen Doppelring um seinen Bergfried quasi drumherum. Und ich glaube auch, der hat hier direkt einen Bergfried-Zugang, oder? Hier, die 2. Aber hat er, glaube ich, immer. Ich kenne mich da bei den Burgen nicht so aus und will mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster raus lehnen und was Falsches sagen. Deswegen bin ich da eher vorsichtig. Hat er sogar 3? Okay, dann hat er 3 positiven Angstfaktor. Ja, hier der Angriff vom Skorpion.
das ja ist schmückendes Beiwerk quasi, aber gut, die Assassinen machen halt einfach nichts, weil die auch nicht klettern. Schwachstellen, genau, Schwachstellen habe ich noch gar nicht gesagt, sind auf jeden Fall die kleinen Torhäuser. In manchen Burgen hat er ja auch große Torhäuser, aber ja, 3 davon mit Burggraben geschützt, 1 nicht. Ja, und das dann auch hinten. Und dadurch er ja auch 4, hat ja in jeder Burg mindestens 4 in jeder, oder oh, Alter, lernt Deutsch, Junge. Aber in jeder Burg quasi mindestens 4 Eintor in jede Richtung, damit halt die Wirtschaft weiterlaufen kann. Weil es halt einfach so seinen Charakter widerspiegelt, ne? Dass er halt so ein bisschen mit auf die Bevölkerung achtet, um sie nicht aushungern zu lassen oder so. Oder dass sie während der Belagerung dann drauf geht, weil keine Nahrung mehr da ist. Oder ja, halt so ein Bums halt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, die Schwertkämpfer sterben hier ganz gut weg. Wegen den Armbrustschützen. Also Inquisitor braucht da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Angriffe. Der Turm hier ist schon stark angeknackst. Auf Schießen der Katapult hier. So, kreuz und quer einmal rein. Mache ich auch immer. Also ich schieße auch einfach mal irgendwo hin und treffe dann hoffentlich irgendwas. Ja, das ist eigentlich eine gute Taktik. Aber der Turm hier ist schon stark angeknackst. Jetzt kommt König Ludwig raus hier. Hat schon ordentlich Schwertkämpfermassen, muss ich sagen. Gucken wir mal hier in die Zahlen vom Inquisitor. 410, 15 Truppen. Mit Verteidigern natürlich. Und ja, die Türme hier vorne sind auf jeden Fall schon stark angeknastet. Der müsste jetzt fallen. Dann ist noch nicht Durchbruch, weil hier hinten noch Mauer ist. Aber hier brennt es überall ein bisschen. Ja, die knabbern hier an der falschen Stelle, die Schwertkämpfis. Nur noch nicht. Das Torhaus hier. Gelbes Leben. Jetzt ist hier offen. Inquisitor hat Knubbelbonus, aber König Ludwig hat die besseren Truppen einfach. Aber Knubbelbonus ist dann trotzdem noch besser als... Aber Inquisitor heizt ganz schön die Truppen weg. So knapp... Ja, 90, 80 Truppen oder so. Das ist schon nicht verkehrt. Und wenn hier König Ludwig so weitermacht, er sammelt auch ordentlich Gold an, Waffenkammern. Ja gut, dadurch er jetzt hier nur 2 hat, kann er jetzt nicht ganz so flüssig durchrekrutieren, aber ist, denke ich, nicht ganz so schlimm. Ich spule hier auf jeden Fall wieder vor und gucken mal, dass das hier vielleicht bald zum Ende kommt. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ich werde das auf jeden Fall nicht ändern. Na, also falls da jemand sagt, hier machen wir da noch eine dritte Waffenkammer rein. Nee, ich finde, dass man schon ein bisschen von dem Bogen halt ja unterschiedliche Sachen halt nehmen kann. Jetzt kommt hier Inquisitor und Skorpion raus. Ich glaube, das Stück hier, gut, jetzt wurde es auch eingeschossen, ist für den Belagerungsturm doch noch ein wenig zu klein. Ja gut. Jetzt knabbern die hier, weil der Turm weg ist. Jetzt ist hier Durchbruch. Wir gucken auf die Truppen. 320 ungefähr. 320. Alter. Ja, okay, der setzt sich durch. König Ludwig verliert kaum Angriffstruppen. Gut, bei dem Truppenunterschied oder Qualitätsunterschied macht es natürlich auch nicht so viel Sinn. Aber die Burg wurde schon ordentlich eingedämmert und er hat auch Verteidiger verloren. Was natürlich seine Angriffslust quasi schmälert, um rauszukommen. Aber wir gucken hier einfach mal, wie viel haben wir es jetzt schon? 12:03.
Ich würde nochmal einen Angriff vom Ludwig hier abwarten, um dann zu schauen, ob wir vielleicht schon mal in den ersten Zeitraffer reingehen. Müsste, denke ich, bald wieder angreifen, oder? 400 Truppen hat er jetzt fast. Verheizt noch ein bisschen Sorti. Schützen hier vorne. Durch die Bogenschützen. Sag mal, kommst du jetzt mal wieder raus? Skorpion kommt schon wieder. Hallo, Ludwig, komm doch jetzt mal. Mensch. Was dauert denn da so lange? Ich weiß gar nicht, wann der das letzte Mal rausgekommen ist. Jetzt kommt er raus. Bei 450 Truppen ungefähr. Oh, Ackermatch. Das könnte jetzt für den einen oder anderen schlecht ausgehen. Vielleicht auch für den Inquisitor, wenn hier König Ludwig gut reinkommt. Dadurch der Inquisitor jetzt auch keine Belagerungsgeräte hat, ist da jetzt auch nicht ganz so schlimm von den... wo sind denn die ganzen Truppen hin? Kommen noch ein paar rein. Sind noch ein paar. Feuer wurde ausgekippt. Sind immer noch ein paar Schwertis. Die sind ein bisschen kernverwirrt hier. Wo rennen die denn hin? Also manchmal ralle ich es echt nicht. Oh, das sieht gefährlich aus. Ja, es sollte reichen. Eine Nachricht Jo. vom Inquisitor. Die Heilige Schrift kündet von Gottes Liebe und seiner endlosen Gnade. Ich bitte euch, verschont mich. Yes. Eine Nachricht von König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er das dann so gut noch weggesteckt bekommt. Wenn ihr euch wundert, warum hier beim König Ludwig keine Nachricht angezeigt wird. Es ist eine komplizierte Sache, die ich mir überlegt hatte. Werde ich vielleicht nochmal einfügen, aber... Ach komm, ich erkläre es euch. Also dadurch, dass hier das Paket quasi vom Crusader Pilaf ist, habe ich mir gedacht, ich mache da jetzt nicht ganz so viel, oder das ist quasi nur so ein Testprogramm gegen die KIs vom Crusader Pilaf, wo ich einfach nur meine KIs teste, dass die, oder wie die halt performen gegen seine KIs, und da habe ich halt drauf verzichtet, dass ich da halt alles einstelle. In meinem Paket quasi, wo halt nur meine eigenen KIs dann drin sind und die Vanilla KIs, ist ja alles eingestellt, also Bilder, Text und die Sprüche quasi, und hier halt nur die Sachen, die ich halt einstelle. Ich werde es wahrscheinlich noch irgendwann mal machen, aber damit ihr mal wisst, warum das halt hier nichts kommt. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht so viel Arbeit, aber dadurch, dass ja immer rüberziehen muss und so weiter, habe ich mir gedacht, ja komm, ich erleichtere mir ein bisschen die Arbeit. Seid mir da bitte nicht böse, also, na, ich werde es noch machen, wenn es dann soweit ist, aber zurzeit liegt halt meine Priorität auf anderen Dingen von dem Spiel, nämlich die Burgen halt fertig bauen für meine anderen KIs. Da kann ich auch mal ganz kurz sagen, ich bin beim Safar jetzt bei der 7. Burg, also es fehlt noch eine, die ich jetzt noch bauen muss, und dann hat er halt auch seine 8 Burgen, und dann kann ich die euch zeigen, wenn ich demnächst mal wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Hoffe ich zumindest, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit bekomme. Ja, aber König Ludwig hat hier das 2 vs 1 noch gedreht. Obwohl Inquisitor hier schon das eine Mal schon gefährlich da war.
Aber König Ludwig war halt Gott sei Dank zu Hause, aber es hätte ja auch anders sein können. Dadurch die Truppen sich hier mehr oder weniger ein bisschen verwirrt bewegt haben, war das halt schon ein bisschen sehr seltsam. Aber naja gut, ja, gegen in Skorpion sollte das jetzt hier schnell gehen. Und da sollte jetzt nicht so viel noch passieren. Die ganzen Verteidiger, Fernkampfverteidiger werden jetzt hier weggeschossen. die blaue Flut. Eine Nachricht vom Skorpion. Ich darf nicht zulassen, dass ihr über mein Schicksal entscheidet. Ja, die ganzen Assassinen kommen hier rausgerannt. Und kämpfen, was es Zeug hält. Aber das ist dann, ist ja Eine klar. Nachricht Ne? vom Skorpion. Es ist ehrenvoll, im Kampf zu sterben. Und so wähle ich dankbar den Tod durch eure Klinge. Klinge. Geil. Geil, Alter. Geil. Ja, hier goldmäßig König Ludwig am meisten. Tut ihm wahrscheinlich ganz gut, dass er nicht komplett vollen positiven Angstfaktor hat. Hat auch die meisten Gebäude eingerissen. Und Inquisitor 2500. König Ludwig und Skorpion haben gar nicht mal so viel Truppenunterschied. Aber hier 154. Shit. Ja gut. Ich würde sagen, das Video geht jetzt knapp 30 Minuten. Ich würde einfach mal sagen, wir machen noch ein Rückmatch, wo ich die zwei Positionen hier oben einfach mal vertausche. Weil, ja gut, der Skorpion wird dann auf den König Ludwig gehen, aber das sehen wir ja dann, was passiert. Er hat ja nicht den Schutz wie der Falke durch seine massigen Slinger quasi, sondern nur die Angriffstruppen oder Verteidiger, die er halt am Anfang hat. Aber Skorpion geht trotzdem auf den... Ach so, ich glaube, weil er geht ja auf Player und weil kein Player da ist, dann auf Closest. Und die Abstände sind, glaube ich, hier gleich. Und lila ist ja eine spätere Farbe als hellblau. Also kommt ja unten drunter, ne? Ist klar. Und somit entscheidet sich dann Skorpion dafür, auf den Falke zu gehen. Ich zeige ja gerade mit dem Finger auf meinem Bildschirm, aber ihr könnt es ja gar nicht sehen, weil ich keine Kamera habe. Was auch noch gut ist, weil mein Face werdet ihr erst später sehen. Ne? Genau. Aber gut. So ist es natürlich. Ich könnte jetzt eigentlich nochmal rausgehen und die Farbe hier ändern. Aber was macht das für einen Sinn? Weil dann geht er hier auf den König Ludwig. Er geht sofort drauf, weil er hat die Truppen nicht dafür. Beziehungsweise beim zweiten Angriff, weil jetzt kommt ja gleich der zweite Angriff vom Skorpion und dann ist Ende Gelände mit ihm hier. Eine Nachricht vom Falke. Ich falle mit dem Gedanken daran, ein schönes Leben gehabt zu haben. Oder es ist jetzt schon zu Ende. Was ich gesagt hatte, Eine ne? Nachricht vom Skorpion. Meine Intrigen tragen Früchte. Ein Widersacher ist meinen Plänen zum Opfer gefallen. Ja, fein hast du es gemacht, Skorpion. Fein hast du es gemacht. Ja, und das meine ich. Manchmal schafft er das abzuwehren, manchmal schafft er es aber auch nicht. Es ist halt so ein Maybe-Scheiß quasi. Ein Maybe-Scheiß, ja, alles klar. Na, und deswegen, das mit dieser Pause hier ist vielleicht auch noch nicht ganz hundertprozentig perfekt eingestellt. Aber das werde ich dann nach und nach, glaube ich, rausfinden. Ja. Ich meine, gut, es ist jetzt nun mal so, es ist der gleiche KI-Kampf wie vor uns. Lass den jetzt einfach hier mal mit höchster Geschwindigkeit durchlaufen. Der wird den hier irgendwann wegschnetzeln, weil hier König Ludwig geht ja auf den Skorpion dann. Aber dass er den jetzt doch weggeknallt hat, den Falken,
Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, ne? Deswegen. Gut. Alles klar. Ich habe nichts gesagt. Jetzt kommt hier König Ludwig raus. Hat einen Tribock. Weiß nicht, ob das schon reicht. Ich glaube es nicht. Oder? Er hat einen... Nee, das reicht glaube ich noch nicht. Der hat zu viele Assassinen gehabt. Und Assassinen sind ja dann glaube ich auch panzerbrechend bei gepanzerten. Aber hier... Der Inquisitor baut eine andere Burg hier. Das meine ich halt, dieser zweite Innenring quasi, der so klein ist. Ja. Aber dann sind wir dann schon bei Burg 2 beim König Ludwig. Und dann fehlt nur noch Burg 1. Burg 2 ist halt die kleine Besonderheit, dass die Burg der Crusader Pillar für mich gebaut hatte. Wofür ich übrigens sehr dankbar bin. Eine Nachricht vom Skorpion. Ich darf nicht zulassen, dass ihr über mein Schicksal entscheidet. Ja, das war jetzt easy. Das war klar, dass er den einfach wegmacht. Eine Ja, Nachricht ja vom so Skorpion. Es ist ehrenvoll, im Kampf zu sterben. sterben. Und so wähle ich Dankbar den Tod durch eure Klinge. Dinge. Ach geil, ich liebe den Satz irgendwie. Ich finde den irgendwie so... Eine Nachricht Cool. von König Ludwig. Ich habe für mich und mein Volk den Sieg errungen. Das kann ich nicht so gut nachmachen. Ja, ich wollte eigentlich auch die Stimme noch vom König Ludwig hier anpassen, aber... Ja. Na, ihr wisst ja den Grund, warum das alles so ewig dauert bei mir. Es kommt alles noch. Habt keine Angst. Ich merke mir das alles, oder Eine zumindest... Nachricht vom Inquisitor. Kommt nur, vergeudet das Leben eurer Männer. Ich erwarte euch mit Stahl und Feuer. Geiler Spruch. Auf jeden Fall schreibe ich mir das alles auf, was ich noch machen möchte. Hab ja hier meinen Zettel und einen Stift neben mir liegen. Schreibe ich mir immer so ein paar Sachen auf. Und da steht ja jetzt auch schon drin, dass ich die Stimme vom König Ludwig hier nochmal umändern will. Allgemein habe ich ja auch schon im letzten Video gesagt, dass ich das ganze Gesprochene von den verschiedenen KIs auch nochmal umändern möchte. Aber ich will halt einfach die Burgen halt erstmal fertig kriegen, weil das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen anschaulicher, ansehnlicher, sagt man das so? Wenn halt die KIs nicht immer mit den gleichen Burgen spielen, sondern halt 8 verschiedene Burgen haben. Und dann werde ich halt das ganze andere Zeug machen, ne? Jetzt ist ja quasi bald der König Ludwig dann fertig. Und dann geht's dann mit Safar weiter. Wenn Safar dann fertig ist, geht's dann mit Nordian, denke ich, weiter. Beziehungsweise versuche ich, wenn dann die Zeit wieder ein bisschen besser wird, oder das Zeitliche, dass ich vielleicht Nordian und Falke parallel mache. Hier kommt wieder eine ganze Schar von den Schwertkämpfern vor. Eine Nachricht vom Inquisitor. Fühlt sich auch Kommt bedroht. nur, vergeudet das Leben eurer Männer. Ich erwarte euch mit Stahl und Feuer. Aber die Burg vom Inqui ist hier schon deutlich besser als die letzte. Durch diesen Doppelring hier quasi. Und König Ludwig hat ja auch nichts, um hier die Mauern quasi hier einzureißen. Na doch, einzureißen schon, aber einzunehmen. Und deswegen, ja, dauert es hier noch ein Stück länger, denke ich. Sind noch auf, ne, ist doch noch nicht mal auf höchster Geschwindigkeit, deswegen gehen wir da jetzt hin. Na, ich muss auch gerade ehrlich mal sagen, ich muss ultra heftig aufs Klo. Deswegen hoffe ich, dass der Kampf hier nicht mal ganz so lang geht. Ja, sonst muss ich hier leider den Inquisitor ins Feuer schiffen, ne? Und dann geht es aus und dann kann er seine Feuerverteidigung nicht mal zünden. Und das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen ja hier fair bleiben. Fairplay wird ja bei mir groß geschrieben. Falls ihr das noch nicht wusstet, ja? Der kleinen, duften Typen, die das Video hier hoffentlich zahlreich angucken. Ne? Hoffentlich. Ja, der König Ludwig, jetzt kommt erstmal hier Inqui wieder raus.
sehen, ob da jetzt mal irgendwie mehr was machen kann. Oder so. Aber das sieht jetzt nicht danach aus. Das Hinterland bei der Karte ist ja auch relativ gut geschützt. Dadurch kommen ja auch die... Ah, jetzt hier war der Durchbruch. Ah ja. Ja gut, er hat kaum Angriffstruppen verloren. Eigentlich nur Verteidiger. Deswegen müsste, denke ich, bald der König Ludwig hier wieder rauskommen und auf den Ingvi gehen. Weiß gar nicht, wie man das hier ausspricht. Ach, ich versuch's gar nicht erst. Es klingt dann wieder so wie ein Dreijähriger, der gerade frisch gekarrt hat oder so. Ja, deswegen lasse ich es gleich lieber und überlasse es dann denjenigen, die Französisch gelernt haben, denn ich habe nicht Französisch in der Schule gehabt. Worauf ich auch ganz stolz bin, weil auf Französisch hätte ich ja noch gar keine Lust gehabt. Jetzt hier der Durchbruch, aber gut, der Inquisitor ist hier zu Hause. Warnblinker sind am Start. Wie viele Truppen hatten er noch? 414. Gut, dann hoch mit der Geschwindigkeit. Die Burg ist auf jeden Fall in etwas härterer Gegner für den König Ludwig, weil der ja, wie schon 5-mal vorher, sorry, dass ich mich wiederhole, den Doppelring hat. Ne? Und deswegen dauert es hier ein Stück. Was natürlich für euch vielleicht ganz cool ist, denn somit geht das Video länger. Für mich ist es auch ganz cool, weil es interessant ist, aber ich muss aufs Klo. Ja? Irgendwann werde ich euch hier wahrscheinlich alleine lassen und dann werde ich mal schön einen in die Porzellanschüssel drücken. Ja? Heißt nicht, dass ich unbedingt groß muss, aber es kann ja auch das andere sein. Ja? Gut, hier kommt Inquisitor wieder raus. Wie viele Truppen hatten da? Dingens, 400, ja ungefähr genauso viel wie beim letzten Angriff vom Ingvi. Jetzt kommt hier der... Wo liegt denn der an? Okay, hier war dann trotzdem Durchbruch. Er hat mehr Truppen verloren als beim letzten Mal. Okay, Alter, das ist Gold. Gut. Ich würde jetzt mal hier in Zeitraffer setzen. Ich hoffe, dass in der Zeit irgendeiner hier nicht stirbt. Ne? Und würde jetzt mal aufs Klo gehen. Also, wir sehen uns gleich wieder, meine Freunde. Eine Nachricht von König Ludwig. Meine treuen Soldaten steht mir bei. Nee, oh, Manu. Eine Nachricht von König Ludwig. Ja gut, das ist natürlich... gerade als ich... Ach Mann, da komme ich gerade zum Kill wieder. Manu. Na gut, ihr habt's gesehen. Wahrscheinlich so ein bisschen im Augenwinkel oder im Bildschirmwinkel. Der hatte jetzt zwei Belagerungstürme, glaube ich, angelegt. Hat dann, denke ich, hier auch mehr Gold erwirtschaftet. Der Inquisitor, obwohl hier König Ludwig, wo hatten der seine 2 Kronen? Zählt hier die Bevölkerung mit rein? 140, da muss ich auch noch mal gucken, ob ich da vielleicht ein paar Häuser wegnehmen kann. Ach, wahrscheinlich hier Getötete. Alter, Junge, fast doppelt so viel. 92. Na gut, also die Burg vom Ingvi war dann doch ein etwas härteres Brett für den König Ludwig. Und ja, dann würde ich sagen, na, die Liste wird immer länger, die ich machen muss, aber mir fehlt halt gerade, mir fehlt einfach die Zeit. Es geht nicht. Ich schaff's halt einfach nicht, da
wirklich viel zu machen. Ich mache hier und da mal so Kleinigkeiten, also Burgen bauen quasi. Aber solche großen Dinge, wo man halt auch öfters mal testen muss oder so oder gucken, dass es halt gut klingt mit den Geräten quasi und so weiter, das weiß ich nicht. Das ja, ist halt so ein bisschen schwierig, ne? Das Ding ist mit den Pausen hier, ne, was ich hier beim Falken und so ein bisschen auch beim Ludwig eher weniger, aber bei den anderen KIs dann noch einstellen, ist natürlich jetzt auch doof, dass Crusader mir das jetzt gesagt hat. Weil dann muss ich ja alle Bogen, die ich bis jetzt gebaut habe, nochmal angucken und entscheiden, ob ich da so eine Pause halt reinbaue oder nicht. Also ihr merkt, ich habe viel vor. Seid mir bitte nicht böse, dass es halt gerade ein bisschen sehr schleppend geht. Ich hoffe, irgendwann geht es wieder besser. Ja, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dem Video. Lasst gerne eine Bewertung da. Schaut euch auch gerne die anderen Videos noch an. Und ja, bis dahin, lasst es euch gut gehen, haltet die Ohren steif und tschüssi.